Hallo und willkommen heute zum Interview. Mein Name ist Gabriele Kahl und bei mir im Interview als Gast ist heute Dr. Joachim Loos. Joachim und ich, wir kennen uns aus einer gemeinsamen Software-Vergangenheit und Joachim ist Mathematiker und er hat einen Doktor in Informatik und jetzt möchte ich jetzt an dich übergeben, dass du dich noch ein bisschen mehr vorstellst. Ja, hallo Gabi, grüß dich. Ja, mein Name ist Joachim Loos, ich bin Anfang 50, ich bin verheiratet, habe 2 Hunde, 2 Katzen und wie du schon gesagt hast, ich habe Mathematik studiert, habe dann in der Informatik meinen Doktortitel gemacht und bin eigentlich so seit 20 Jahren im Umfeld von Product Lifecycle Management unterwegs und habe das so verschiedene Stationen bei verschiedenen Beratungsfirmen, unter anderem bei PTC, da haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Ja, und seit 5 Jahren habe ich meine eigene Firma, die Asandis, und da werden wir heute vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen. Super. Was ist denn der Schwerpunkt von Asandis? Ja gut, also Asandis ist ein ja, Startup wirklich. Also wir haben uns 2015 gegründet, haben mehr oder weniger als eine Ein-Mann-Firma angefangen. Und ja, was sind die Schwerpunkte? Also wir sind eine IT- und Prozessberatung. Und die Schwerpunkte sind ja alles, was Produktion anbelangt, Produktion und Entwicklung. Also wir helfen einfach Unternehmen in der diskreten Fertigung, ihre Produkte besser zu entwickeln. Also so ein paar dieser Buzzwords wären also Product Lifecycle Management, Service Lifecycle Management, und natürlich setzen wir auch ganz stark auf neue Technologien, also auf Augmented Reality, Virtual Reality und Internet of Things, weil wir das eigentlich als Schlüsseltechnologien auch sehen, ja, um die ganzen Produktentwicklungsprozesse künftig weiter zu optimieren. Ihr seid ja sicherlich auch in mehreren Industrien unterwegs. Welche sind das denn? Ja, richtig. Also wir sind in recht vielen Industrien unterwegs mit unseren Themen. Da ist natürlich Maschinenbau ein ganz wichtiges Feld, da ist ja Deutschland sehr stark. Wir haben so einen ganz besonderen Sweet Spot in der Lebensmittelindustrie. Da haben wir auch verschiedene Produkte im Umfeld von IoT und Augmented Reality im Trainingsumfeld. Wir arbeiten natürlich auch für Automobilindustrie, zum Beispiel für, ja, ich sag mal, für große Automobilhersteller in Stuttgart und Wolfsburg beispielsweise. Wir sind aber auch im Bereich Smart Cities unterwegs. Also man kann wirklich sagen, unsere Kunden von der Größe her geht es von 1 Mitarbeiter bis 600.000. Also ist eine recht große Bandbreite. Ja, das ist ja bei euch, wo ihr gestartet seid, auch gleich super gut angefangen. Und ihr macht ja auch große Projekte, hast du ja auch gerade gesagt. Was ist denn aus deiner Erfahrung heraus so oder vielleicht auch 2, 3 wichtige Punkte, die man bei großen Softwareprojekten wirklich beachten sollte? Ja, ist eine gute Frage. Also ja, also wir machen auch große Softwareprojekte natürlich und ja, also was immer sehr wichtig ist, ist einfach, dass man von vornherein natürlich auch realistische Erwartungen setzt, was die Software leisten kann, was sie vielleicht nicht leisten kann, was man natürlich auch organisatorisch lösen muss. Also häufig sind ja, die Herausforderungen in solchen Projekten ja nicht nur in der Software, dass da irgendwas hakelt. Oft ist es ja auch ein organisatorischer Änderungsprozess. Und auch da ist es einfach wichtig, die Erwartungen richtig zu setzen und sich zu überlegen, was wollen wir da eigentlich genau erreichen. Was da bei uns ganz gut ist, also wir haben eine recht enge Verzahnung zwischen dem Vertrieb und dem Consulting. Also wir schmeißen das Projekt nicht einfach über den Zaun, sondern wir sind eigentlich von Anfang an mit dabei und begleiten dann auch das Projekt bis zum Ende. Ja, super. Ja, das sind so wichtige Punkte, die du gerade aufgezählt hast. Was ist denn so die häufigste große Erwartung von Kunden an euch? Ja, gut, also unsere Kunden erwarten von uns natürlich, dass wir einfach einen guten professionellen Job natürlich machen. Das ist klar. Also das
Versprechen, das lösen wir, denke ich, auch ein. Ich will vielleicht das eher mal so formulieren, was ist die größte falsche Erwartung auch, die ein Kunde haben kann? Also häufig erwartet man sich natürlich, dass man vielleicht eine Software nimmt und gießt die sozusagen ins Unternehmen und die geht dann so um alle Prozesse herum und ja, löst dann mehr oder weniger alle Probleme. Das ist vielleicht so eine Fehlerwartung, die man relativ weit am Anfang auch ja, mit dem Kunden besprechen muss, dass eben es auch durchaus Projekte gibt, bei denen auch der Kunde stark mitarbeiten muss und bei denen natürlich auch organisatorisch vielleicht ein bisschen was zu tun ist und ja, wo man einfach auch Prozesse anpassen muss, an die man sich gewöhnt hat mit der Zeit. Aber oft ist es ja auch gut, wenn man so eingeschliffene Wege dann mal wieder verlässt. Mhm. Ja, wow, interessant. Wie seid ihr denn mit euren Kunden und für eure Kunden in 2020 mit den ganzen Themen, die jetzt auf dem Tisch liegen, umgegangen? Wie schwierig war das oder wie leicht vielleicht auch? Ja, gut, also ich glaube, leicht war es für kaum irgendjemanden, ja. Also wenn man jetzt nicht gerade im ja, Online-Versandhandel tätig ist. Also auch unsere Kunden hatten natürlich unter dem Thema zu leiden. Gott sei Dank ist es so, dass natürlich jetzt so in der Fertigungsindustrie in Deutschland, das lief noch ganz gut. Und wir hatten jetzt hier auch nicht so die ganz großen Einbrüche, aber natürlich gucken auch da die ja, Kunden ein bisschen, wie sie ihre Budgets zusammenhalten und gucken auch, dass sie auf Sicht fahren. Eine gewisse Herausforderung ist auch, wie geht man damit um, dass man jetzt nicht mehr vor Ort arbeiten kann. Das ist jetzt bei uns ein bisschen einfacher. Wir sind eine IT-Firma und ja, bei so einem Projekt geht es zum einen natürlich darum, dass man den Kunden berät. Da muss man halt gucken, wie man das logistisch hinbekommt, dass man sich nicht mehr in einem Raum trifft, sondern das Ganze über ein Webmeeting macht. Das geht, ist halt einfach eine Umstellung von der Kultur her auch für viele Kunden. Und ansonsten die Dinge, die wir jetzt bei der Implementierung machen, also Software-Deployment und so weiter, das sind Dinge, die kann man ohnehin ganz gut remote machen. Da sind auch viele Kunden dann schon mittlerweile ganz gut eingestellt und da hatten wir eigentlich weniger Probleme. Was wir jetzt uns vielleicht auch erhofft hätten, dass Kunden noch ein bisschen offener sind, was so Themen wie Remote Support angeht, auch in 3D. Wir haben ja viele Kunden, die auch doch Schwierigkeiten haben, zum Beispiel eine Maschine in Betrieb zu nehmen oder ihre Kunden zu schulen an neuen Anlagen. Aber da ist man komischerweise noch sehr verhalten. Also man setzt eben doch stark darauf, dass der Mitarbeiter dann zum Kunden direkt fährt und die Leute da einweist, obwohl es da auch ganz tolle Software-Tools mittlerweile gibt, um sowas zu machen. Aber wie gesagt, da ist man noch ein bisschen konservativ und ich denke, das dauert einfach noch ein bisschen, bis man da weiterkommt. Super. Ja, vielen Dank, Joachim, für dieses Gespräch. Hast du noch einen wichtigen Punkt für deine Kunden, vielleicht auch deine zukünftigen Kunden? Was ist wichtig für dich zu wissen? Ja gut, also wir sind ja auch viel im Mittelstand unterwegs und machen da Digitalisierungsprojekte. Also was mir da so auffällt, ist, dass halt viele Kunden doch noch sehr verhalten sind, einfach nicht so genau wissen, wie gehen sie mit neuen Themen um, also auch mit Digitalisierung in der Fertigung, in der Entwicklung. Und das sind in der Regel, ich sag mal, das sind so Projekte, da kann man auch mit relativ kleinen Mitteln viel erreichen. Also da wäre mein Tipp an, ja, auch an die künftigen Kunden möglicherweise, mit solchen Dingen einfach mal starten, einfach mal vielleicht klein auch starten. Aber wichtig ist einfach, ja, dass man die Dinge halt anpackt. Also man muss dann nicht unbedingt immer gleich ein Zwei-Jahres-Projekt draus machen. Also wir können da auch sehr gut mit Prototypen innerhalb von 4, 5, 6 Wochen loslegen. Und das wäre vielleicht einfach so ein Tipp, ja. Also da ist nicht sehr viel Risiko dabei. Wenn es um Digitalisierung geht, einfach mal, ja, einfach machen. Ja, einfach machen, ne? Okay. Ja, vielen Dank, Joachim, für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und bis demnächst. Ciao.
Ja, danke Gabi. Also wünsche dir auch weiter viel Erfolg und ja, Danke. wir sehen uns bestimmt wieder. Tschüss. Ciao.